All right, good morning, everybody. Welcome to the Bookmap order flow education here with Oliver Sparring. This will be in German, just so you know. And let me double check that this is working here. This will be, yes, we're all set. Okay, anyway, Oliver will go through his trade analysis, analysis of the market structure, potential trades, and then live market analysis. I have Oliver's website here and Instagram. I'll be putting this into the chat if you want to reach out to Oliver. He does have a educational course and offers education. We need to go through the disclosures here, and then I'll turn it over to Oliver. And again, this will be in German. The YouTube recording will have subtitles later in English, just in case you guys are interested in that. General disclosure: all Bookmap Limited materials, information, and presentations are for educational purposes only and should not be considered specific investment advice nor recommendations. Risk disclosure: trading futures, equities, and digital currencies involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance is not necessarily indicative of future results. All right, Oliver, do you want to share your screen? Yeah, sure. Thank you, Bruce. Let me just share my screen here. Okay. And hopefully everyone should see it by now. I'm not sure, Bruce. I think you still share your screen. I'm not sure if this will work out. No, it will. I'll reshare your screen. So right now, though, I see your the screen you are sharing has the volume profiles. Perfect. Okay. Thank you, Bruce. Excellent. Right, Alles klar. Dann auch von meiner Seite aus nochmal ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten deutschsprachigen Bookmap-Webinar hier auf YouTube und im Discord-Kanal von Bookmap. Bevor wir anfangen, natürlich wie gehabt unser Disclaimer auch nochmal in deutscher Sprache, denn ihr wisst, das ist hier bei uns in Deutschland notwendig. Ich erspare euch jetzt natürlich das Ganze hier vorzulesen, aber ihr wisst, das hier ist keine Anlageberatung. In eigenem Bewusstsein und auf eigenes Risiko. Und wir machen das hier zu Demonstrationszwecken. Bevor wir anfangen, ganz kurz ein, zwei Worte zu mir. Mein Name ist Oliver Sparring. Ich bin Jahrgang 1987. Komme ursprünglich mal aus dem unternehmerischen Bereich, habe 2 Unternehmen aufgebaut nach dem Studium. Eins davon war ein Edelmetallhandel, durch den ich im Jahr 2011 dann auch an die Börse gekommen bin. Wie so die meisten, denke ich, von uns, habe auch ich im Selbststudium begonnen, versucht mir das Ganze beizubringen, habe die klassischen Fehler gemacht, die, denke ich mal, so gut wie jeder Self-Learning Trader im Laufe seiner Karriere irgendwann macht, aber die psychologische Falle mitgenommen, habe CFDs getradet und habe dann auch tatsächlich eine Weile gebraucht, bis ich da an die richtigen Leute gekommen bin, bei denen ich dann sehr, sehr gute und fundierte Ausbildung absolvieren könnte. Im In- und Ausland letzten Endes das, was ich jetzt hier auch unterrichte, das Order Flow Trading, das habe ich in einem größeren Prop Trading Floor in London erlernt. Ich verfolge sowohl kurz- als auch mittelfristige Strategien im Bereich des Swing Tradings, habe da auch meine eigene Software mit meinem Team zusammen entwickelt, nämlich TradeNeon. Im Jahr 2021 habe ich dann meine eigene Börsenschule, die Sparring Investment Academy GmbH, gegründet. Wir haben einen Podcast auf Spotify, könnt ihr gerne mal reinhören, der heißt Die Börsenschule, und wir haben natürlich auch einen YouTube-Kanal mit jeder Menge Informationsmaterial, natürlich kostenlos das Ganze, also schaut gerne mal vorbei, da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu gucken, natürlich auch zum Thema Order Flow Trading und zum Thema Bookmap. Mit Bookmap und mit dem Team von Trading to Win, die für die Software Bookmap eine sehr, sehr sinnvollere Plugin-Erweiterung, nämlich den Trade Finder, programmiert haben, arbeite ich jetzt schon eine ganze Weile sehr erfolgreich zusammen. Und in diesem Rahmen haben wir uns dann auch entschlossen, hier diese Live-Webinare zu geben. Wie wird das Ganze hier ablaufen? Wir haben das in 4 Blöcke geteilt. Wir beginnen mit Trading-Analysen von Trades, die ich heute bzw. einen davon gestern getätigt habe. Ich zeige euch ganz genau in Bookmap, wie ich da eingestiegen bin, was ich mir dabei gedacht habe und wie ich letzten Endes den Trade gemanagt habe. Danach machen wir eine kurze Analyse der Marktstruktur.
Wir gucken uns dafür das Volume und das Market Profile in Sierra Chart an und übertragen das Ganze dann natürlich entsprechend auf Bookmap. Wer von euch heute schon eine Weile am Markt sitzt, der hat bestimmt gerade im ES mitbekommen, dass wir die CPI-Daten bekommen haben und dass die gerade zu einer regelrechten Schockbewegung geführt haben. Also ich hoffe, ihr habt alle gegen 14:30 Uhr die Finger stillgehalten und habt euch das ganze Schauspiel von außen angeguckt. Ich hoffe, dass es da niemanden von euch irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hat. Schauen wir uns jeden Fall gleich an. Sehr, sehr spannende Situation. Auch sehr, sehr spannende Situation, wie dann der Markt letzten Endes reagiert hat und wo da wieder die Liquidität reingekommen ist. Das Ganze schauen wir uns dann schließlich in der Live-Marktanalyse an, gucken mal, wo man jetzt vielleicht Trading-Gelegenheiten finden könnte. Wobei ich persönlich euch auch gleich sagen kann, in so einer Phase dermaßen niedrige Liquidität und hohe Volatilität, würde ich euch fast dazu raten, das Ganze erstmal ein wenig abzuwarten, bis sich die Märkte tatsächlich wieder ein bisschen beruhigt haben, zumindest was den ES und die Aktienmärkte angeht. Ihr könnt selbstverständlich während der gesamten Zeit eure Fragen stellen. Ihr könnt dazu sowohl den YouTube-Chat nutzen als auch den Discord-Kanal. Ich habe hier sowohl den Channel geöffnet, den Special Events Channel geöffnet, als auch natürlich hier unseren Chat. Sollte euch also irgendwas auf dem Herzen liegen oder irgendetwas vollkommen unklar sein, dann schreit bitte gerne oder schreibt einfach in die Chats und ich werde dann versuchen, so gut es geht, während meiner Präsentation hier auf eure Fragen einzugehen. So, wir beginnen mal mit dem ersten Trade und das ist ein Trade im CL, den ich gestern getätigt habe. Ihr müsstet jetzt idealerweise den Bildschirm sehen können. Ich mache hier mal nebenan auf meinem anderen Bildschirm Discord auf, damit ich auch hier immer eure Fragen ein bisschen im Blick habe, falls denn etwas aufkommen sollte. Okay, ich habe den Trade natürlich im Nachhinein ein bisschen gekürzt, damit wir uns hier nicht ich weiß gar nicht, wie lange er ging, eine halbe Stunde oder so. Ich habe den jetzt mal auf 5 Minuten gekürzt, damit wir das Ganze hier ein bisschen im Schnelldurchlauf sehen können. Später blende ich hier auch noch ein kleines Chartfenster ein, das habe ich leider am Anfang vergessen gehabt. Grundsätzlich nehme ich eigentlich immer jeden meiner Trades für meine Kunden auf, um die dann auch zur Verfügung zu stellen, natürlich zu Lernzwecken, damit jeder mal gucken kann, wie ich so meine Trades manage und wo ich denn eben meine Ein- und Ausstiege suche. So, grundsätzlich befanden wir uns in einem Aufwärtstrend, sind dann in eine Seitwärtskonsolidierung übergegangen und wir hatten dann hier im CL diesen Stop-Run. Ich drücke mal hier auf Play, damit der Markt abspielt. Und wir können Folgendes sehen. Wir kommen, wie gesagt, aus dieser Seitwärtsrange hier. Wir hatten hier ein lokales Tief und wo packen Retail-Trader gerne ihre Stops hin? Natürlich unter lokale Tiefs. Der Markt ist dann dorthin gekommen und wir haben hier diesen Stop-Run gesehen, den uns auch der Trade Finder hier sehr, sehr schön grafisch dargestellt hat. Trade Finder, wie gesagt, eine sehr, sehr sinnvolle Erweiterung für Bookmap, ist jetzt natürlich nicht Pflicht, aber es macht das Leben schon deutlich leichter, denn wir kriegen sowohl grafische als auch akustische Signale, wenn es zu irgendeiner Form von Orderbuch-Event kommt. Seien das jetzt irgendwelche Exhaustion Runs oder seien das Sweeps, seien das native oder synthetische versteckte Orders. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erweiterung. Was ich übersehen hatte hier gerade, ist, dass anscheinend mein Plugin nicht richtig geladen war. Das werde ich auch hier im Laufe des Trades irgendwann feststellen und dann das Ganze wieder auf Echtzeit holen. Nichtsdestotrotz, ich habe den Stop-Run hier gesehen. Ich habe gesehen, dass keine neuen Market-Verkäufer nachgekommen sind. Wir haben hier also ein extremes Market-Verkaufsvolumen in die Short-Richtung gehabt. Es sind dann sofort keine aggressiven Verkäufer mehr nachgekommen. Kurs ist sofort wieder gestiegen, hat hier konsolidiert. Wir sehen das hier auch sehr, sehr schön in dieser PDP-Linie. Das ist der sogenannte Plot. Jetzt mache ich einmal kurz Pause, denn hier entsteht gerade etwas sehr, sehr Interessantes. Da kommen wir gleich zu. Also wir haben hier diesen klaren Stop-Run gehabt, Absorption, Markt steigt dann sofort wieder und wir sehen hier unten sehr, sehr schön durch die grüne Farbe, es kommen dann auch sofort aggressive Käufer in den Markt, aggressive Market-Käufer in den Markt. Was außerdem für einen Long Trade in dieser Situation spricht, ist natürlich grundsätzlich erstmal der Aufwärtstrend, in dem wir uns befinden, völlig klar. Das Ganze hier ein schöner Pullback im Aufwärtstrend, dafür sind solche Handelssignale sowieso immer sehr, sehr gut geeignet.
Außerdem haben wir die größere Liquidität auf unserer Seite gehabt. Bedeutet, ihr seht hier unten diese gelbe Linie, die zeigt uns, dass auf der Ask-Seite, also quasi über dem aktuellen Kurs, sich mehr Liquidität befindet als unterhalb des aktuellen Kurses auf der Bid-Seite. Das wiederum spricht immer dafür, dass die Märkte tendenziell eher steigen werden, denn der Markt will immerhin zur maximalen Liquidität. Jetzt kommt es hier zu einem ganz besonderen Orderbuch-Event, welches wir zurzeit sehr, sehr häufig im CL beobachten können, und das ist hier sogenanntes Layering. Wir sehen also, wie die größeren Marktteilnehmer oder beziehungsweise wie ein großer institutioneller Marktteilnehmer hier sowohl unterhalb als auch überhalb des Kurses diese Limit Orders auf diversen Preisen platziert haben. Die Intention hinter so einer Layering-Aktion, die ist nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen. Zurzeit haben wir hier aber eine sehr, sehr klare Statistik, die sich hier zeigt. In der Regel läuft der CL zurzeit in den Bid, fillt hier die ersten Orders im Bid und geht dann wiederum nach oben und nimmt sämtliche Limit Orders im Ask mit. Das muss natürlich nicht immer so sein, ganz klar. Aber zurzeit sehen wir schon, okay, der Markt geht hier sehr, sehr aggressiv und mit sehr, sehr viel Momentum durch diese Bid-Orders durch. Die meisten von denen wurden auch gefüllt. Wir haben hier einen Sweep gehabt, also eine sehr, sehr große Order noch in der Mitte. Und wir haben hier diesen Volumenspike, der eigentlich eher als Kontersignal, als Reversal-Signal gedacht ist. In dem Fall zeigt er uns aber in erster Linie hier die Aggression wirklich der Käufer. Hier oben sehen wir diese beiden größeren Limit Orders, die hier schon eine ganze Weile im Markt liegen. Zum einen hier oben bei 87,40, aber auch etwas tiefer, so um die 87,20 rum. Die wären hier so mein Target gewesen, welches ich anvisiert habe. Markt geht auch super in meine Richtung, nachdem wir hier vorher nochmal ein bisschen den Pullback gekriegt haben, der hier fast noch meinen eigenen Stop abgeholt hätte. Das war ein bisschen Glück, muss man dazu sagen. Wunderschön Follow-through hier. Markt bewegt sich in unsere Richtung. Jetzt wurden hier sämtliche Limit-Bits der Layering-Situation gefüllt. Markt steigt erstmal weiter und kommt jetzt hier so ein kleines bisschen zum Erliegen. Warum kommt er zum Erliegen? Das sehen wir jetzt hier ganz schön in dem Kurschart bzw. dem Volume-Profile, welches ich jetzt hier mit eingeblendet habe. Wir kommen hier also aus einem intakten Aufwärtstrend, haben dann hier oben diese Konsolidierung gehabt. Hier wurde wunderschön Volumen gesammelt. Hier haben wir dieses vorherige vorübergehende Tief gehabt. Der Markt steigt einmal darunter, geht hier an diese Low Volume Area ran, wird dort wieder abgelehnt. Das ist genau unsere Einstiegssituation hier gewesen, wo wir dann entsprechend auch das Signal bekommen haben. Und ist jetzt hier wieder am vorübergehenden Tageshoch. Mein Ziel in diesem Fall war natürlich hier das Vortageshoch, welches ich mir immer mit einem gelben Bereich im Chart einzeichne. Das zeige ich euch gleich noch. Aktuell so ein bisschen die erste Möglichkeit. Ihr seht, der Kurs kommt hier nach dieser Momentum-Bewegung, nach dieser Momentum-Aufwärtsbewegung das erste Mal etwas zum Erliegen. Wir haben hier ein kleines Zwischentief gebildet und dieses Zwischentief habe ich gleich genutzt, um meinen Stop nachzuziehen. Jetzt sehen wir auf der Ask-Seite, wie hier eine native Eisberg-Order in den Markt gelegt worden ist. Große institutionelle Marktteilnehmer haben zwei Möglichkeiten, diese Eisberg-Orders zu platzieren. Sie können das entweder nativ über die Börse tun, dann bekommt diese Eisberg-Order eine ganz bestimmte ID zugeordnet, die auch immer gleich bleibt und die wir hier sehr gut auch über den Trade Finder nachvollziehen können. Die andere Möglichkeit sind sogenannte synthetische Eisberg-Orders. Das geschieht dann meistens über eine externe Software, wie zum Beispiel Synthetics SE von Trading Technologies, wo dann so diese klassischen versteckten Eisberg-Orders eben aufgebaut werden können. Ihr seht, jetzt bin ich hier etwas ungünstig. Was heißt etwas ungünstig? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ziemlich geärgert. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das hat mich kalt gelassen. Ich bin hier wirklich tickgenau ausgestoppt worden. Und danach ist der Markt förmlich explodiert und dann mindestens mal in mein Target gelaufen, aber eigentlich sogar noch weit darüber hinaus. Nichtsdestotrotz, es war ein guter Gewinner am Tag. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden, aber es geht mir da wie den meisten anderen Menschen auch. Völlig seine Emotionen abzustellen in so einer Situation ist immer schwierig. Gerade wenn man so wirklich ungünstig tickgenau ausgestoppt wird, ist das natürlich immer irgendwo ärgerlich. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein guter Trade am gestrigen Tag.
Einen weiteren habe ich noch für euch, der ist von heute und der ist ebenfalls im CL. Diesmal habe ich hier sofort meinen Chart auf der linken Seite gehabt, damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Eigentlich ein eher untypischer Trade für mich, muss ich sagen. Ich warte normalerweise immer relativ geduldig, bis der Markt an irgendeine Level kommt, welches ich mir entweder in meiner Vortagesanalyse, in meiner morgendlichen Analyse eingezeichnet habe oder welches sich so im Laufe des Tages ergibt, wie eben gerade diese Low-Volume-Area-Situation, die wir im vorherigen Trade hatten. Hier sehen wir jetzt allerdings, dass wir uns dem Vortageshoch nähern, allerdings kursmäßig noch relativ weit von diesem entfernt sind. Wir sind allerdings, das sieht man hier auf der linken Seite hoffentlich noch ein kleines bisschen, wir sind hier noch am Value Area High des Vortages von der Volume Area. So, jetzt nähern wir uns dieser größeren Liquiditätszone hier im Bereich von 89. Wir bekommen hier wieder ein Exhaustion-Signal im Trade Finder. Das kann man hier unten durch diese MV-Stop-Linie auch sehr schön nachvollziehen. Kurz ein Wort dazu, diese MV-Stop-Linie ist eine Art kumulative Delta-Linie, die als Oszillator fungiert, sprich die oszilliert um die Nulllinie herum, zeigt uns aber grundsätzlich die Aggression der aktiven Marktteilnehmer. Eingestiegen bin ich also, nachdem ich gesehen habe hier, ich habe mal kurz einmal Pause geklickt, nachdem wir hier also dieses Signal bekommen haben, das Ganze auch hier schön zu sehen an einer Limit Order, die hier schon eine ganze Weile im Ask lag, die dann in dem Augenblick, wo der Markt sich dieser Order angenähert hat, rausgezogen worden ist, weitestgehend. Dann allerdings hier doch die Reaktion auf dieses Level und kleiner Tipp am Rande, wenn ihr so eine Situation seht, dann haltet an dieser Stelle immer die Augen offen. Wenn ihr größere Limit Orders seht, die schon eine ganze Weile im Markt liegen, die dann aber ja, eine gute Weile vorher, bevor der Kurs dorthin kommt, verschwinden und der Kurs reagiert dann trotzdem auf dieses Level, dann sind das auf jeden Fall Events, die wir als Trader im Auge behalten sollten. Wir sehen dann hier sehr schön in dieser kleineren Konsolidierung, wie der Markt da mehrere Male versucht, weiter hochzukommen. Schafft es nicht, schafft es nicht, schafft es nicht. Und dann sehen wir hier unten in unserem PD-Plot wieder, wie die aggressiven Market-Käufer durch Market-Verkäufer abgelöst werden. Wir sehen hier ganz, ganz viel Rot und dementsprechend habe ich hier meinen ersten Kontrakt verkauft. Ganze mit etwas größerem Stop mache ich eigentlich nicht so gerne, muss ich ganz klar dazu sagen. Ich warte eigentlich lieber, bis der Markt wirklich dicht an die Liquidität rankommt, um dann einen engeren Stop zu haben. Hier habe ich allerdings den Plan gehabt, ich möchte mich als stückweise reinscalen in den Trade, habe hier also den ersten Kontrakt verkauft. Jetzt sehen wir gerade, kommt der Kurs hier etwas höher. Zwei Dinge, die uns hier auffallen. Es kommt neue, frische Liquidität am Ask hier direkt am Kurs rein. Das ist mit Vorsicht zu genießen, denn solche Orders sind in der Regel als generelle Faustregel merkt euch bitte Liquidität, die weiter weg vom Kurs ist und die schon lange im Markt liegt, wie zum Beispiel diese Order hier oben oder gar die hier noch weiter oben bei 89,36 hier. Die wirkt wie ein Magnet auf den Markt. Der möchte zu dieser Liquidität hin. Limit Orders, die allerdings sehr dicht am Kurs und plötzlich reingelegt werden, die wiederum sind üblicherweise dazu da, um den Kurs in eine bestimmte Richtung zu spoofen, wie es auch hier passiert ist. Wir sehen hier, Limit Order kommt im Ask rein, Kurs reagiert darauf und fällt augenblicklich. Zweite Sache, die wir hier wunderschön sehen, es kommt hier nochmal zu diesem kleineren Stop Run in der MV-Stop-Linie. Wir sehen allerdings hier bereits, dass die Market-Käufer mit deutlich weniger Aggression vorgehen als noch zuvor in dieser Situation. Woran sehen wir das? Wir haben hier ganz einfach diese Divergenz in der MV-Stop-Linie, während der Kurs ein höheres Hoch macht. Das ist also die Situation, wo ich mit dem zweiten Kontrakt hier short bin. Stop ebenfalls wieder knapp über die Liquidität bei 89. Und dann lief das Ganze schön seitwärts. Hier sehen wir wieder, wie gespooft wird, wie der Kurs sofort darauf reagiert. Das ist natürlich ein großer, großer Vorteil, den wir von Bookmap haben. In dem Fall wurde die Order sogar gefüllt, die war echt. Großer, großer Vorteil, den wir von Bookmap haben, dass wir hier wirklich auf historischer Basis sehen können, wie die Orders reinkommen und wie der Kurs entsprechend auf diese einzelnen Events reagiert. Hier sehen wir jetzt beispielsweise durch den Trade Finder ebenfalls ein Signal, einen Sweep. Hier ist also eine größere Market Order mit ein und derselben ID in Höhe von 58 Short-Kontrakten reingekommen, hat den Markt sofort hier mit Momentum nach unten gepusht.
sehen wir auch ganz gut hier wieder im PD-Plot, wie die Verkäufer hier immer aggressiver werden. Und wenn wir mal einen Blick auf das Volume Profile werfen, dann sehen wir, wie sich hier wunderschön so eine Absorptionskante bildet. Da können wir jetzt also schon mit großer Sicherheit sagen, hier sitzt ein größerer, höchstwahrscheinlich institutioneller Marktteilnehmer, der hier ordentlich auf der Verkaufsseite absorbiert. Entwickelt sich jetzt gerade hier so ein Seitwärtskonsolidierungsbereich. Immer wenn man gerade dachte, jetzt läuft er an, jetzt kommt er in unsere Richtung, dann hat der Kurs den Kanal hier weiter ausgebaut, den Seitwärtskanal. Jetzt sah es hier nach der Breakout-Situation aus, aber der Kurs kommt wieder hoch. Auch hier sehen wir wieder eine stärkere Aktivität von einzelnen Market-Käufern, die in diesem Fall jetzt allerdings hier Erfolg mit ihrem Versuch hatten, den Kurs nach oben zu pushen. Wie gesagt, meine Intention war, wenn wir jetzt noch ein bisschen dichter an die Liquidität bei 89 rankommen und wir sehen da eventuell nochmal irgendwo eine Art Orderflow-Event, dann würde ich hier auch nochmal mit einem dritten Kontrakt fortgehen. Das Ganze bitte, das muss man dazu sagen, das ist jetzt hier nicht irgendwie der Versuch, meinen Average Price zu verbessern. Das ist immer eine schlechte Idee. Das lasst bitte sein. Wenn, dann macht euch bitte vorher den Plan, wie ihr in einen Trade reinscalen wollt und ob ihr überhaupt in einen Trade reinscalen wollt. In dem Fall hatte ich hier einen klaren Plan. Wenn der Kurs hier nicht weiter hochgekommen wäre, sondern wenn der Kurs bereits auf mein erstes Signal hier reagiert hätte und gefallen wäre, dann hätte ich den Trade auch mit einem Kontrakt ganz einfach durchgezogen. Was ihr aber bitte nicht macht, ist hier irgendwie versuchen, mit immer mehr Kontrakten short zu gehen und dann euren Preis auf Biegen und Brechen irgendwie zu verbessern und dann habt ihr am Ende ein viel zu hohes Risiko im Verhältnis zu dem, was euch vielleicht an Kapital zur Verfügung steht. Das also bitte immer ganz klar managen und vor allem auch ganz klar einen Plan machen, wo eure ursprüngliche Trade-Idee ja quasi gescheitert ist und keine Gültigkeit mehr hat. Das wäre bei mir eben gewesen, in dem Fall, wenn hier die 89 bricht. Deswegen liegen auch sämtliche meiner Stop-Orders über dieser 89. Jetzt sehen wir hier wieder ganz, ganz schön durch den Trade Finder, wie hier diese native Iceberg Short Order reinkommt im Ask. Die wurde auch sofort gefüllt, wird uns jetzt auch dort als Hidden Ask in Höhe von 50 Short-Kontrakten angezeigt. Dazu nochmal ein Market Sweep nach unten. Das stärkt natürlich hier unsere Short-Ausrichtung. Jetzt sehen wir wieder, das kommt übrigens relativ selten vor, dass wir sowas 2 Tage hintereinander haben im CL. Jetzt kommt hier wieder unsere Layering-Situation. In dem Fall bin ich aber tatsächlich bei meiner Trading-Idee geblieben. Wurde übrigens gerade hier mein dritter Kontrakt gefüllt. Bin ich bei meiner Idee geblieben, dass das Ganze in die Short-Richtung geht, solange die 89 und somit auch das Vortageshoch hält. Grundsätzlich, Liquidität war die ganze Zeit eher auf der Ask-Seite und auch der Trend geht ganz klar nach oben. Das hier ist ein Konter-Trend-Trade. Dementsprechend habe ich von vornherein nicht unbedingt die Intention gehabt, das hier sonst wie lange zu halten und vielleicht bis zu meiner unteren Location durchzutraden. Das ist ein Trade, wo ich weiß, ich kriege vielleicht einen CAV von 1,5:1, wenn es gut läuft 2:1. Aber ich wäre hier auch nicht unglücklich, wenn ich den irgendwie mit einem CAV von 1:1 dicht mache. Das ist völlig okay in so einer Situation. Aber auch darüber macht euch bitte Gedanken. Analysiert den Markt, analysiert die wahrscheinlichere Richtung und handelt entsprechend danach. Mein Plan war es in dem Augenblick, wo der Kurs hier diese Low-Volume-Area erreicht, da auf jeden Fall ganz genau hinzugucken, wie reagiert der Markt. Und wenn wir allzu viel Ablehnung und allzu viel aggressive Käufer sehen, die dort in den Markt kommen, dann wäre ich auch wieder raus gewesen. Jetzt fällt der Markt endlich. Wir haben hier endlich unsere Breakout-Situation nach unten. Limit Order liegt schon hier im unteren Bereich vom Layering. Und jetzt sehen wir, wie so das erste Mal ein bisschen wieder Gegendruck in den Markt kommt. PD-Plot-Linie ist noch rot. Das heißt, die Market-Verkäufer haben hier ganz klar noch die Oberhand. Und hier habe ich mich schon über den Gewinn gefreut. Allerdings, wie es immer so schön ist, ein bisschen zu früh. Wir gehen jetzt hier in die Korrektur. Stop habe ich übrigens, wie ihr seht, noch nicht verschoben. Der liegt immer noch über die Liquidität bei 89 dort oben. Ich manage meine Trades immer am liebsten aus der Mikrostruktur heraus. Das heißt, ich warte grundsätzlich eher immer einmal ab, bis sich eine Art Korrektur in meine Trade-Richtung gebildet hat, was jetzt gerade passiert.
wenn der Preis jetzt wieder fällt, dann würde ich meinen Stop unter dieses, beziehungsweise Entschuldigung, über dieses temporäre Hoch da nachziehen. In dem Fall habe ich jetzt meine Limit Order hier etwas optimistischer gelegt und die wird dann jetzt gleich auch hier gefüllt. Hätte man den noch weiter managen können? Ja, selbstverständlich. Das war jetzt nicht unbedingt der ideale Ausstieg an dieser Stelle. Ich habe mich allerdings an dieser Stelle mit dem Gewinn zufrieden gegeben. Ich musste zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch los. Ich hatte einen Termin. Insofern habe ich den Gewinn da mitgenommen. Grundsätzlich, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Trade habt, dann schreibt das gerne rein. Wenn Fluence schreibt gerade, was hättest du gemacht, wenn die Limit bei 89 rausgezogen worden wäre, dann hätte ich abgewartet und geschaut, wie der Kurs darauf reagiert. Limit Orders, die herausgezogen werden, sind immer mindestens genauso wichtig wie Limit Orders, die platziert werden. Habt da unbedingt einen Blick drauf, gerade wenn es sich um Limit Orders handelt, die schon sehr, sehr lange im Markt liegen. Neigt aber bitte nicht dazu, da irgendwelche Schnellschüsse zu machen oder irgendwie auf die leiseste Kursbewegung zu reagieren. Guckt euch an, wie reagiert der Markt auf dieses Orderbuch-Event, was passiert dann im Genauen und trefft dann eure Entscheidung. Wenn ich gesehen hätte, der Markt reagiert mit Momentum darauf in irgendeiner Form und fängt an zu steigen und läuft allzu sehr gegen meine Trade-Richtung, dann hätte ich auf jeden Fall aggressiver gemanagt und wäre den Trade Zweifelsfalle sogar etwas eher im Verlust raus, als meine ursprüngliche Stop-Order lag. Also schaut euch an, was erzählt euch der Markt, was zeigt euch der Orderflow und reagiert da entsprechend drauf. Ihr müsst immer versuchen, so viel wie möglich objektive Informationen zu sammeln, die euch der Markt eben zur Verfügung stellt. Dafür ist Bookmap die ideale Software in jeglicher Hinsicht, um da wirklich alles sehr, sehr gut nachvollziehen zu können und reagiert dann darauf. In diesem Sinne machen wir mal eine kurze Analyse des ES. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen. Wir haben um 14:30 Uhr CPI-Daten bekommen, also der Inflationsbericht in den USA. Und die Märkte haben da sehr, sehr empfindlich drauf reagiert. Inflation ist zwar im August leicht abgesunken, allerdings nicht so sehr, wie sich die Fed das offenbar gewünscht und vorgestellt hätte. Und dementsprechend haben wir hier 14:30 Uhr geradezu einbrechende Märkte gesehen. Die Liquidität ist einmal komplett raus gewesen. Der Markt ist in sich zusammengekracht und hat dann sich erstmal hier wieder so im Bereich um die 4050 Punkte wieder gefangen. Da ist dann zum ersten Mal wieder ein bisschen Liquidität hier auf der Bit-Seite reingekommen. Aktuell haben wir hier eine schöne Seitwärtskonsolidierung und befinden uns hier in einem Kanal zwischen zwei größeren Liquiditäten bei 4025 bis 4050. Das gucken wir uns gleich noch genauer an. Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass wir jetzt hier auch die 4000 noch mal antesten können. Grundsätzlich meine Marktanalyse, die ich jeden Morgen mache, eine Sekunde. Hier ist er und den brauchen wir. Die stützt sich auf zwei Pfeiler. Das eine ist das klassische Market Profile, das andere ist das Volume Profile. Ist vielen von euch sicherlich ein Begriff und viele von euch nutzen diese Tools bestimmt auch. Ganz wichtig, ich möchte in meinem Trading immer zwei Fragen beantworten, nämlich wo muss der Kurs hinkommen und was muss dort passieren. Die Marktstruktur, also das, was ich im Volume Profile und im Market Profile sehen kann, zeigt mir, wo etwas passieren muss. Sprich, wo möchte ich überhaupt einen Trade in Betracht ziehen? Wenn der Markt dann an diese Locations kommt, dann möchte ich aber immer noch das Was beantworten und nicht einfach nur so stur Long oder Short gehen, sondern ich möchte, dass der Markt dann dorthin kommt und dann beobachte ich eben ganz genau den Orderflow und mache mir einen Plan, ob ich dann trade und wenn ja, wie ich den Trade umsetze. Also meine erste Tätigkeit am Morgen ist immer die sehr sinnvolle Replay-Funktion von Sierra Chart zu nutzen, kann ich nur jedem von euch ans Herz legen. Schaltet euch den Markt auf 0 Uhr nachts, dann seid ihr völlig unvoreingenommen. Das mache ich auch immer für meine Schüler so. Ich zeichne hier die für mich relevanten Trading Locations in den Markt ein und die stelle ich dann auch immer allen zur Verfügung. Und dann stelle ich immer am Ende des Tages nochmal ein Screenshot vom Markt rein, damit jeder sehen kann, wie hat denn der Kurs so auf meine Levels reagiert. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Und so kann das natürlich auch jeder immer gut lernen und nachvollziehen.
Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr möglichst unvoreingenommen an die Sache rangeht. Wenn ihr natürlich jetzt diese Marktanalyse erst um 14 Uhr oder 15 Uhr macht, dann ist natürlich die gesamte europäische Session schon gelaufen und ihr könnt eine ganze Menge zusätzlicher Informationen sehen, die den Tag bereits beeinflusst haben, die ihr vielleicht in der grundsätzlich ursprünglichen Marktanalyse noch nicht sehen wollt. Deswegen ist diese Replay-Funktion so sinnvoll. Ihr wisst grundsätzlich, Bookmap hat auch die Replay-Funktion. Dafür müsst ihr den Markt vorher aufnehmen. Ist auch sehr, sehr gute Sache, wenn man ein bisschen trainieren und üben will und den Tag einfach nochmal am Abend einmal Revue passieren lassen möchte und nochmal gucken, welche Gelegenheiten hätte es denn gegeben. Also auch das lege ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz. So. Meine wichtigsten Levels, die ich mir als allererstes immer einzeichne, sind das Vortageshoch und das Vortagestief. Ich mache im Market Profile hier immer nur eine sehr, sehr grobe Analyse. Ich verfeinere das dann letzten Endes immer durch das Volume Profile, zeige ich euch gleich. Ich möchte aber um Verständnis bitten, dass wir hier nicht zu tief in diese Materie einsteigen, denn das würde den Rahmen sprengen und das ist dann natürlich auch eine Sache, die wir in unseren Ausbildungen eben sehr, sehr ausführlich sprechen. So, Vortageshoch, Vortagestief haben wir drin. Dann zeichne ich mir noch weitere Zonen ein, vornehmlich an den Kanten von TPO und von Volumenbergen. Da sehe ich so ein Level. Hier, ich mag es immer nicht gerne, Levels dicht nebeneinander zu zeichnen, aber diese Kante hier, beziehungsweise das Value Area Low im Market Profile hier in dieser Woche, das ist natürlich auch eine sehr, sehr markante Zone. Übrigens hier links, muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, damit ihr hier nicht völlig auf dem, rätseln müsst, was das hier eigentlich ist. Hier sehen wir ein Wochen-Market Profile, hier seht ihr ein Tages-Market Profile und hier seht ihr ein Market Profile rein von den Session-Profilen des ES. Sprich, die beziehen sich immer nur auf die klassische Pit-Cash-Session von 15:30 Uhr bis 22:15 Uhr unserer Zeit. So, dann haben wir hier noch diesen markanteren Knick in der gestrigen Tagessession gehabt. Auch die möchte ich mir nochmal angucken, denn das fällt hier auch sehr schön zusammen mit dem Beginn dieser Single-Print-Zone in diesem Wochenprofil hier. Und dann nehmen wir vielleicht noch ein Level nach unten mit. Da würde ich jetzt mal so in diesem Bereich, das war jetzt mal ein Signal, welches mir der Tradefinder ausgeworfen hat, vielleicht hier in diesem Bereich einmal gucken, denn da sehe ich, hier ist auf jeden Fall eine Ablehnungssituation. So, wenn ich mir die Levels grob eingezeichnet habe, dann nehme ich mir immer mein sogenanntes Multi-Profile vor. Das ist also eine bunte Geschichte hier. Das sind mehrere Volume Profiles übereinander. In goldener Farbe im Hintergrund seht ihr das aktuelle Monatsvolumenprofil. Dann haben wir hier im Hintergrund die Wochenprofile in grauer Farbe und die tiefblauen Profile im Vordergrund. Das sind entsprechend unsere Tagesprofile. So, wir möchten jetzt unsere Levels verfeinern und gucken, dass wir die möglichst an markante Low Volume Areas, LVNs oder eben Volumenkanten ranlegen. Dafür zoome ich mal ein bisschen rein. Die ersten, die wir hier einmal verfeinern, sind unser Vortageshoch. Das würde ich mal hier so ein bisschen an die Kanten anlegen. Dann haben wir hier das Vortagestief. Eine Kante direkt ans Tief, eine Kante an die Volumenkante hier. Dann haben wir hier diese Geschichte, da schauen wir gerne nochmal in den Vortageschart rein. Auch hier, das sind immer interessante Zonen. Auch hier unterscheide ich zwischen Session-Profil und Pre-Session-Profil. Und was für mich auch immer sehr interessante Bereiche sind, sind so diese Zonen hier, wo im Prinzip die Pre-Session ihr Hoch gebildet hat und die aktuelle Cash-Session eben vielleicht ein Value Area Low hat oder eine Volumenkante oder eine Low Volume Area eben. Das würde ich jetzt mal da ansetzen, in diesem Bereich. Wobei, dann haben wir da, das ist vielleicht nicht so ideal. Gehen wir dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen hier eher ins Bereich von dieser Low Volume Area. So passt das. Muss man jetzt auch keine Wissenschaft draus machen, also so, dass die Levels möglichst
irgendwo an sinnvollen Bereichen eben anliegen. So, hier oben haben wir diese Low Volume Area, die ich hier nochmal einzeichnen würde. Und dann sehe ich hier noch in diesem Wochenprofil eine sehr, sehr klare Kante. Die würde ich auch nochmal anzeichnen. Und dann hatten wir hier unten noch ein Level. Das ist jetzt relativ tief gerutscht. Da können wir einmal hier gucken, dass wir auf jeden Fall diesen Volumenberg nochmal nach unten abzeichnen. Grundsätzlich wollen wir natürlich immer Zonen haben, in denen der Preis in irgendeiner Form abgelehnt worden ist. Denn ihr werdet sehen, dort liegt in Bookmap auch die Liquidität und dort möchten wir vornehmlich unsere Trades suchen. So, jetzt beenden wir mal den Replay-Modus hier und gucken mal, wie der Kurs so auf unsere Levels reagiert hat. Ich drücke jetzt hier mal den Stop-Button und dann sehen wir den kompletten aktuellen Tagesverlauf. Entschuldigt, das läuft hier immer eine Weile. Der ES, ihr wisst, das ist ein großer Kontrakt. Da wird eine ganze Menge Volumen umgesetzt an einem Tag. Der lädt hier parallel noch auf meinem anderen. So, jetzt müssten wir hier alle Levels sehen. So, jetzt sehen wir hier natürlich wunderschön, wie der Kurs hier vorhin um 14:30 Uhr abgerauscht ist nach unten. Das war, wie gesagt, die Newsphase, wo um 14:30 Uhr die PCI-Daten rausgekommen sind. Aber wir können schon sehr gut sehen, hier ist unser Tagesbeginn. Moment, ich mache das mal einmal Vollbild hier. So, hier beginnt unser aktueller Tag. Wir sehen sehr, sehr schön, wie der Kurs hier mehrere Male vom Vortageshoch abgelehnt worden ist. Hier also immer wieder schöne Möglichkeiten gewesen, eventuelle Short Trades zu finden. Ich war natürlich hier in der Nachtsession nicht am Markt. Dann haben wir den Breakout nach oben, haben hier eine Pullback-Situation an dieses Level gehabt. Hier hätte man eventuell eine gute Trading-Gelegenheit finden können. Dann brechen wir hier nach oben raus, rotieren hier so ein bisschen um das Level rum. Da müssen wir nochmal aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt. Beim Pullback kommen wir leider nicht nochmal komplett zurück an das Vortageshoch. Konsolidieren hier wunderschön über diesem Level und kommen hier tickgenau an das Level zurück, von wo aus es dann nach oben geht. Dann sehen wir hier die ziemlich exakte Ablehnung unseres Levels bei 4.164 Punkten. Das ist dann, wie gesagt, hier die News-Situation gewesen. Da seht ihr, wie der Kurs einfach alle Levels völlig ignoriert und einfach nach unten durchrauscht. Nichtsdestotrotz, auch hier wieder sehr, sehr interessant. Der Kurs kommt hier an unser unteres Level, macht hier zunächst die Ablehnung, bildet hier den Pullback an diese Zone beim Vortagestief, wird von der wiederum abgelehnt, konsolidiert dann hier unter diesem Level, macht hier tickgenau den Pullback an diese Zone und ist dann jetzt hier mittlerweile auf der Preisfindungssuche auf tieferen Bereichen. Aber ihr seht, wie auch hier in so einer volatilen Phase der Kurs doch immer wieder auf solche Zonen reagiert. Deswegen kann ich euch allen nur ans Herz legen, beschäftigt euch mit der Marktstruktur. Denn die ist wirklich erstmal das A und O, um wirklich gute Trading-Gelegenheiten ausfindig zu machen, die dann später in Bookmap wunderbar so zu traden sind. So. Das also grundsätzlich erstmal zu unserer Marktanalyse, was den ES angeht. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier so passiert ist. Wir sehen hier schon die ganze Zeit, dass der Trade Finder uns gerne Signale ausgeben möchte. Wir haben hier vor 8 Minuten US-Markteröffnung gehabt. Ja, mal gucken, wie die Amis das Ganze jetzt so betrachten hier. Grundsätzlich heute Vormittag das Ganze eher ruhig. Der Aufwärtstrend wurde schön fortgesetzt. Eine Sekunde, jetzt muss ich hier schauen, dass wir das Ganze hier auf ein sinnvolles Niveau bringen. Der Aufwärtstrend wurde fortgesetzt. Ich mache mir einmal kurz hier, damit er uns nicht die ganze Zeit dazwischen quatscht hier. Wo haben wir den denn noch geöffnet? Hier. Wie gesagt, man kann sich den Trade Finder so einstellen, dass er akustische Signale ausgibt, sobald hier es zu irgendwelchen Orderflow oder Orderbuch-Events im Allgemeinen kommt. Das ist eine sehr, sehr nützliche Funktion. Es sei denn, man streamt gerade bei YouTube. Dann sollte man das ausmachen. Okay, also wir haben hier ganz klar um die 4.170 Punkte vorhin die Ablehnungssituation gehabt. Man sieht sehr schön, wenn man ein bisschen weiter rausscrollt, wie bereits so 5 Minuten vor diesem Event die Liquidität völlig rausgeht. Wir also hier kaum noch irgendwelche institutionellen großen Marktteilnehmer im Markt sind. Dementsprechend hat natürlich der Kurs hier leichtes Spiel, große volatile Bewegungen zu machen.
Jeder legt sich da erstmal auf die Lauer, wartet erstmal ab, was passiert, wohin möchte der Kurs, wie fallen die News letzten Endes aus. Wie gesagt, unterm Strich sind sie gar nicht so negativ ausgefallen. Die Inflation ist leicht gesunken, aber wie gesagt, man hat sich dann doch etwas mehr davon versprochen. Wir sind dann hier zurückgefallen bis in den Bereich um die 4050. Und hier seht ihr dann wunderschön, wie hier die ersten größeren Limit Orders zum einen gefüllt werden, die hier schon länger im Markt liegen, aber dann eben hier auch die Liquidität so knapp eine Minute nach dem Event wieder zurück in den Markt kommt, wie dann auch die Institutionellen zurück in den Markt kommen und wie dann hier die tieferen Preise, ja, zu diesem Zeitpunkt zumindest erstmal weitestgehend von den Marktteilnehmern dafür genutzt werden, um sich erstmal wieder einzukaufen. Was sehen wir hier in diesem Bild? Wir sehen, die Liquidität kommt hier ganz klar auf der Bid-Seite. Auf der Ask-Seite hier oben, da sehen wir relativ dunkle Farben über dem Preis. Hier unten, da ist auf jeden Fall einiges an großen Limits reingekommen. Bedeutet, wir können erstmal davon ausgehen, dass der Markt dorthin will, dass der Markt diese Orders auch füllen will, denn ihr müsst euch vor Augen halten, wenn ein großer institutioneller Händler so eine Order in den Markt legt, dann denkt er sich was dabei. Der hat irgendeine Intention, egal ob er jetzt den Markt spoofen will oder ob er da wirklich seinen Fill kriegen will, der legt diese Order nicht einfach nur aus Jux und guter Laune in den Markt, sondern er möchte damit irgendetwas erreichen. Wenn es eine echte Order ist und wenn diese Order auch schon länger im Markt liegt, dann ist seine Intention in der Regel, dass die dann auch irgendwann gefüllt wird. Und dann geht dieser institutionelle Händler entsprechend davon aus, dass der Markt auch dorthin kommt, um seine Order zu füllen. Natürlich, die Jungs, die arbeiten auch alle irgendwo mit ihren Market Maker Abteilungen zusammen und werfen sich da die Bälle gegenseitig gerne mal zu. Aber grundsätzlich geht der Kollege hier davon aus, dass der Kurs da auch hinkommt und dass er seine Orders hier auch gefüllt bekommt. Wir wiederum als Retail-Trader müssen wieder davon ausgehen, dass der Kerl natürlich Informationen hat, die uns nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen müssen wir natürlich ganz genau gucken, was macht der Kurs, wie reagiert er darauf und tut der Markt wirklich das, was eben dieser institutionelle Händler auch erwartet hat. Wir sehen hier schon im Trade Finder wunderbar, wie hier die ersten größeren Market Volume Stop Signale kommen, wie hier auch entsprechend Absorption stattfindet auf diesen Levels, schon ohne dass diese größeren Limit Orders hier gefüllt werden. Übrigens ganz wichtig, solltet ihr den Trade Finder benutzen, diese Market Volume Stop Signale und allgemein alle Signale, die euch ein Plugin der Trade Finder, sei es jetzt der Trade Finder oder irgendeine andere Software auswirft, die sind Hilfsmittel, die sind Werkzeuge. Benutzt die bitte auch wie Werkzeuge und tradet nicht einfach stur irgendwelche weißen oder roten Kästchen, die euch da im Markt eingezeichnet werden. Wenn der Markt sich in einer starken Momentumphase befindet, wenn ihr euch in einem starken Trend befindet oder wenn ihr so ein Run habt, ein Momentum-Run wie in dieser Situation, dann macht es absolut keinen Sinn, einfach stur irgendwelche Signale zu traden, die euch da ein Plugin oder gar Bookmap selber ausgibt. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst immer noch in der Lage zu sein, das Marktgeschehen zu interpretieren, eure Schlüsse daraus zu ziehen und dann sinnvolle Trading-Entscheidungen basierend darauf zu treffen. Also nicht einfach nur stupide irgendwie jeden Kasten handeln, den ihr hier im Markt seht. Das wird leider nichts werden. So einfach ist Trading nicht. Weder Bookmap noch der Trade Finder sind hier in irgendeiner Form der heilige Gral des Tradings. Ihr müsst immer noch ein Marktverständnis haben. Ihr müsst immer noch wissen, wie sich die Märkte bewegen und worauf ihr zu achten habt. Ihr müsst immer noch Ahnung von der Marktstruktur haben. Und ihr müsst euch immer noch einen Plan darüber machen, wo ihr überhaupt Trades in Betracht ziehen möchtet. Das nur mal so am Rande, denn ihr seht natürlich klar, oftmals fallen diese schönen Volume-Stop-Signale hier an dieser Stelle sehr, sehr gut mit lokalen Hochs oder Tiefs zusammen. Und natürlich bieten sich hier auch sehr, sehr häufig sehr, sehr gute Trading-Gelegenheiten, sonst würde ich das ja nicht benutzen. Aber wie gesagt, ihr müsst immer noch selber nachdenken und wissen, was ihr da tut, denn sonst nützt euch auch das beste Plugin nichts. So, wir gehen mal auf Echtzeit und schauen mal, was der Markt hier gerade so macht. Ich zoome mal ein bisschen weiter raus. Wir haben es jetzt 15:44 Uhr. Das wäre auf jeden Fall jetzt mal ein Moment, wo wir hier das Signal wieder auf einen bisschen höheren Wert bringen
könnten. Auch das ist natürlich eine Sache, die ihr nach wie vor von Hand machen müsst. Den Parametersatz auf vernünftige rationale Werte bringen. Das macht euch die Software nicht automatisch. Das muss immer noch händisch passieren. So, und wir sehen jetzt ganz, ganz toll hier im Chart, wie sich der Kurs mittlerweile beruhigt hat, wie wir also hier mittlerweile seitwärts konsolidieren, wie hier immer wieder an den Tiefs dieser Region die Käufer aktiv werden, den Markt auf der Kaufseite absorbieren. Wir haben hier oben eine größere Limit bei 4050 liegen. Das ist eigentlich so das einzige größere Nennenswerte, was an Limit Orders im Ask-Bereich zu sehen ist. Wir haben allerdings nach wie vor, und ich hoffe, das könnt ihr alle gut nachvollziehen hier, wir haben hier allerdings noch eine sehr, sehr große Liquiditätsimbalance auf der Bid-Seite. Das zeigt uns auch hier unten unsere Imbalance-Line an. Die misst natürlich in erster Linie die Liquidität, die etwas weiter vom Kurs weg liegt, aber wir sehen hier natürlich im Bereich zwischen 4025, zwischen 4030, dass der Markt hier eine ganze Menge noch liegen hat und wir können natürlich erstmal davon ausgehen, dass der Markt dort auch hin will und dass diese Orders im Laufe der Nachmittagssession auch noch gefüllt werden. Ein bisschen weiter rauszoomen. Dann sehen wir also das Markanteste, was ich jetzt hier gerade sehe, das ist hier diese größere Order bei etwa 4027 Punkten. Das wäre so der Bereich, wo ich eventuell nach Trading-Gelegenheiten Ausschau halten würde. Was ich euch dringend ans Herz legen möchte, ist, handelt niemals in der Nähe des VPOCs des aktuellen Tages und handelt generell nicht in der Mitte von irgendwelchen Volumenbergen. Also ihr seht auch hier im Bookmap habe ich mir ein Volume Profile eingeblendet. Ihr seht, wie sich hier unten sehr schön dieser Volumenberg mittlerweile gebildet hat, wo der Markt hier gerade aktuell ein zumindest zwischenzeitliches Tief, einen zumindest zwischenzeitlichen Boden bildet. Marktteilnehmer sind offensichtlich beide Seiten bereit, auf diesen Preisbereichen hier miteinander zu handeln. Und dementsprechend möchten wir uns unsere Trades in welcher Form auch immer an den Rändern dieser Volumenzonen suchen und niemals hier irgendwo einfach in der Mitte. In der Mitte ist erstmal der faire Wert des Marktes, da kann alles passieren. Da kann es nach oben gehen, da kann es nach unten gehen, das wissen wir nicht. Wir möchten dort handeln, wo die Liquidität liegt und wir möchten vor allem eher an den Preiszonen handeln, wo der Markt abgelehnt wird. Wenn der Markt an den VPOC des aktuellen Tages kommt, dann lege ich euch ans Herz. Oliver. There are a few questions, and we need a hard stop in about 10 minutes, but just to let you know. Problem. There's a question here in the special events voice channel area, and then also in YouTube. Yes. Let me just check it out. Okay. Okay, yeah. The question that is in the special events channel, I already answered that one. This was concerning a trade that I've shown at the beginning of the session. And the question in YouTube, ist das nun öfter auf Deutsch? Ja, Robin, das ist jetzt öfter auf Deutsch. Wir wollen das auf jeden Fall hier auf regelmäßiger Basis machen. Geplant ist erstmal ein Zyklus von etwa 2 Wochen. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie wir das Ganze terminlich regeln, ob wir uns da einen festen Termin suchen werden oder ob das Ganze immer ein bisschen spontan stattfinden wird. Das werde ich auf jeden Fall noch mit dem Team von Bookmap klären. Aber die Session wird auf jeden Fall jetzt hier auf regelmäßiger Basis stattfinden. Okay, grundsätzlich das zur Marktsituation. Also, ich lege euch ans Herz aus Erfahrung, nach so einer volatilen Situation, wie wir sie gerade gesehen haben, nach so einem, ja doch, News-Event, was wirklich einen großen Impact auf die Marktbewegung hatte. Wartet ein bisschen ab, haltet die Finger still, guckt euch den Markt an, guckt euch an, was der Markt macht. Ich würde auf jeden Fall die aktuelle Seitwärtskonsolidierung abwarten, gucken, ob der Markt jetzt nochmal nach unten ausbricht. Dann denke ich mal, werden wir auf jeden Fall noch in den Bereich von 4000 Punkten
zurückgehen und dort mit Sicherheit mit der nächsten Gelegenheit und der nächsten größeren Liquiditätszone rechnen. Sollte der Markt wieder nach oben ausbrechen, dann sehe ich die Chance sehr, sehr groß, dass wir diese massive Low-Volume-Area, die wir natürlich durch den Abverkauf vorhin sehen konnten, dass wir die auch relativ zügig wieder egalisieren und den Trend nach oben fortsetzen. Denn ich sage mal so, der Markt hat jetzt sehr intensiv auf diese Nachrichten reagiert. Grundsätzlich waren die Nachrichten aber eigentlich nicht so schlecht, als dass das jetzt einen langfristigen Einfluss auf den eigentlich intakten Aufwärtstrend, den wir gerade sehen, haben sollten. Natürlich, ihr müsst euch immer vor Augen halten, das hier ist Trading, es kann alles passieren, nichts muss. Die Order da oben bei 4050, die kann ein großer Widerstand sein, die kann uns aber auch eine wunderschöne Breakout-Situation bieten, wenn wir da dann durchfegen und eventuell ein Pullback an dieses Level machen. Habt das bitte immer im Blick. Aber was jetzt den heutigen Tag angeht oder zumindest die nächste halbe Handelsstunde, bis jetzt wirklich so der Bereich von 15:30 bis 16 Uhr, bis der durchgehandelt ist, wartet diese Situation mal ab, wartet mal wirklich, wie die Amerikaner jetzt auf die aktuelle Newslage reagieren, wartet den Breakout aus dieser Volumenzone ab und dann handelt weiter, wenn sich der Markt ein bisschen beruhigt hat. Wenn ich mal so ein bisschen für mich sprechen kann, ich bin tatsächlich eher der Vormittagstrader. Ich handle üblicherweise den ES, den CL, also den WTI Rohöl Future und GC, den Gold Future. Die handle ich vornehmlich in der europäischen Session, so zwischen 8:30 Uhr und 11 Uhr. Das ist meine liebste Handelszeit. Da ist alles etwas ruhiger, da ist alles etwas entspannter. Das bekommt mir und meiner persönlichen Trading-Persönlichkeit sehr, sehr gut. In der US-Session bieten sich selbstverständlich völlig klar genauso gute Trading-Gelegenheiten, sogar auch hochfrequenter. Das muss dann jeder für sich selber so ein bisschen ermitteln und rausfinden, in welcher Session er sich wohlfühlt. Aber ich persönlich bin in solchen volatilen Phasen eher immer Zuschauer und gucke mir das Ganze an, auch wenn sich hier natürlich sehr, sehr tolle Möglichkeiten ergeben, wie zum Beispiel hier der Pullback an diese größere Liquiditätszone in diesem Bereich. So, wir haben jetzt noch 8 Minuten Zeit und wenn ihr möchtet, dann stellt doch gerne nochmal eure Fragen oder Anmerkungen, wenn ihr noch gerne irgendetwas wissen möchtet, sei es jetzt zu Bookmap oder sei es zu der aktuellen Marktsituation oder natürlich der Live-Trading-Session allgemein. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr eure Fragen jetzt einmal entweder bei YouTube oder im Discord posten würdet. Für Lines, tolles Live-Trading, hoffentlich öfters. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall geplant. Wir werden das jetzt hier auf jeden Fall auf regelmäßiger Basis machen. Ich gucke nochmal in den Special Events Channel. Da ist jetzt erstmal nichts weiter reingekommen. Dann gucke ich nochmal hier in unseren Chat. Ist auch erstmal nichts. Habt ihr denn heute schon getradet? Erzählt doch mal. Wer von euch war aktiv? Wie gesagt, ich bin immer großer Fan davon, nur wenige Trades am Tag zu machen. Kann ich nur jedem von euch ans Herz legen, gerade wenn ihr vielleicht am Anfang eurer Trading-Karriere steht. Setzt euch ein festes Limit an Trades, die ihr am Tag machen wollt. Bei mir sind das 3 Trades. In der Regel mache ich aber nicht mehr als 2. Und wenn ich am Anfang, wie heute der CL-Trade, den ich euch vorhin gezeigt habe, der wirklich ein größerer Gewinner geworden ist, wenn ich gleich am Anfang so einen tollen Gewinner habe am Beginn meiner Trading-Session, dann mache ich auch gerne mal danach Feierabend und sage mir Dankeschön. So, da sind gerade 2 Sachen reingekommen. Kannst du etwas zum Rollover sagen? Am Freitag ist der Triple Witch Day. Ich trade jetzt schon Dezember-Kontrakt. Problem jetzt ist ja, die letzten Wochen im Market Profile waren ja noch der alte Kontrakt. Wie zuverlässig sind die alten Level selbst mit gestrigen Kontrakten? Ja, ganz wichtig. Guter Punkt, Susanne. Also, wenn gerollt wird, dann müsst ihr unbedingt eure Level anpassen, je nachdem, wie eure Trading-Software da vor sich geht. Ich benutze für die Analyse der Levels, wie gesagt, Sierra Chart und ich benutze hier den Continuous-Kontrakt von Sierra Chart, der volumenbasiert rollt, sprich, wenn der erste Folgekontrakt das erste Mal ein höheres Volumen als der aktuelle Frontkontrakt hat, dann rollt die Software automatisch und das auch adjustiert.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das kann zum Beispiel eine Software wie TradingView oder so, die kann Future-Kontrakte, Continuous-Kontrakte nicht adjustieren, weshalb sich da auch bei längerfristiger Betrachtung das Volume-Profile verschiebt und dementsprechend auch die Trading-Levels verschieben. Also ihr müsst unbedingt darauf achten, adjustierte Kontrakte zu nehmen, und auch diese Kontrakte müssen angepasst werden. Die verschieben sich dann im Augenblick, wo der Markt rollt, und ihr müsst die dann wieder an eure alten Volumen oder TPO-Kanten, je nachdem, wo ihr die da am Vortag eingezeichnet habt, müsst ihr die wieder zurückschieben. Selbst mit geklebten Kontrakten, genau. Also das, was ich gerade gesagt habe, diese adjustierten Kontrakte, das sind das, was du wahrscheinlich unter geklebten Kontrakten verstehst. Bei einem adjustierten Kontrakt werden quasi die historischen Preise auf Basis von deren Schlusskurs an den aktuellen Eröffnungskurs des aktuellen Frontkontraktes angedockt, sage ich mal im weitesten Sinne. Ja, es wird also quasi die Lücke zwischen den beiden gerollten Kontrakten, die wird einfach künstlich geschlossen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn ihr mit längerfristigen Volumen- und Market-Profilen arbeitet, dass ihr das auf jeden Fall macht und dass ihr dann entsprechend eure Levels auch anpasst. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, nur einmal pro Woche eine Analyse zu machen. Man kann das machen. Es gibt Kollegen, die setzen sich am Sonntagabend hin und machen ihre Level-Analyse für die ganze Woche und traden dann in der gesamten Handelswoche immer dieselben Levels. Kann man machen. Ich habe persönlich bessere Erfahrungen damit gemacht, wie gesagt, mir diese Replay-Funktion zunutze zu machen und dann eben jeden Tag zu Beginn meiner Handelssession erneut eine Analyse durchzuführen und die Levels jeweils tagesaktuell anzupassen. Wichtiges Thema. Also beim Rollen bitte immer aufpassen, dass ihr die Levels anpasst, denn egal, ob ihr adjustierte Kontrakte nehmt oder nicht adjustierte Kontrakte, die verschieben sich. Und wenn ihr aus Continuous-Kontrakten heraus tradet oder eure Analysen macht, dann bitte immer adjustierte Continuous-Kontrakte. So, jetzt sehen wir sehr, sehr schön, wie der Markt hier in die Liquidität bei 4030 Punkten reingelaufen ist. Wir haben hier vom TradeFinder gleich zweimal ein schönes Market Volume Stop Signal bekommen. Hier ist also gerade sehr, sehr viel Market rein verkauft worden, sind dann allerdings keine neuen Verkäufer, nachdem diese große Limit Order hier gefüllt worden ist, mehr nachgekommen. Wir sehen im PD-Plot, wie das Ganze hier von Rot auf Grün wechselt. Das heißt, hier die Market-Käufer kommen rein, die Market-Aggressoren. Wäre gegebenenfalls eine sehr interessante Trading-Gelegenheit gewesen. Wer solch eine Situation verpasst, der kann auch sehr gerne auf den etwas sichereren Pullback warten und dann gucken, wie verhält sich das hier unten mit der Divergenz in der MV-Stop-Linie. Das könnte eine gute zweite Chance sein, in so einen Trade reinzukommen. Auf die Gefahr hin natürlich, dass der Kurs wegläuft und man den Trade dann gar nicht mehr bekommt. Wer von euch Lust hat, um 16:30 Uhr geht es im Kanal vom Trading to Win weiter mit Live-Trading. Der liebe Kollege, der Bernie, der wird da seine Trading-Session durchführen. Wenn ihr also noch gerne mehr Live-Trading hier auf YouTube oder im Discord-Kanal haben möchtet, dann schaut euch gerne mal den YouTube-Kanal von Trading to Win an, beziehungsweise vom TradeFinder. Da auch gerne mal sehr, sehr interessante und lehrreiche Live-Sessions. Okay, Bruce, I think we're through. Let me just check if there are any left questions in the Discord channel. No, nothing left. The YouTube has a few. everything. Looks like there is also in Discord. I don't know if you answered it. Yep. Yeah, you might have answered it I already. just went through all the questions in YouTube and the Discord channel, so we did everything. Let me just finish with one word. Wir haben ein Special Offer Deal mit Bookmap ausgehandelt. Den könnt ihr natürlich gerne in Anspruch nehmen, wenn ihr Bookmap gerne mal für euch, Entschuldigung, der ist es nicht, das ist der Risikohinweis. Eine Sekunde bitte. Den haben wir hier. Oh, das sieht ja nett aus. Genau, also ihr habt die Möglichkeit über den Link dort unten, den poste ich euch gleich nochmal bei YouTube rein, über den Link dort unten ein Special Offer für Bookmap zu bekommen, wenn ihr die Software einmal ausprobieren möchtet. Wie gesagt, eine sehr, sehr mächtige Software für die Analyse des Orderflows und der allgemeinen Marktstruktur. Dann checkt das gerne mal aus. Ich poste euch den Link gleich bei YouTube rein. Okay, Bruce, we've got it. Okay, excellent. Well, thank you very much, Oliver. And we will
do this again in the near future. Much appreciated. And yeah, if anyone has any questions, I've put Oliver's YouTube and his Instagram into the chat, so you should be able to access it there. Else, we will connect again. Thank you very much, Oliver. Thank you, Bruce. See you soon. Bye-bye. Bye.